Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute voller Vorfreude auf das Video, denn ich bin letztens mal wieder durch die Drogerie gedackelt und habe diesen Primer von Catrice entdeckt, der einen Sonnenschutzfaktor von 30 aufweist. Und als ich ihn aus dem Regal rausgenommen habe, musste ich kurz drüber nachdenken, dass mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die wenigsten Menschen diesen Primer in der benötigten Menge auftragen werden, um den SPF 30 zu erhalten. Und dann war ich kurz davor, das Produkt wieder ins Regal reinzustellen, aber dann habe ich mir die Formulierung mal angeschaut und ich finde die wirklich toll. Hier sind einige moderne UV-Filter enthalten. DHHB ist ein wirklich toller, sehr verträglicher UVA-Filter. Es ist PBSA drin, das Ganze in Kombi mit einem Breitbandfilter. Und für alle, die keinen Bock auf Niacinamid in ihren Produkten haben, habe ich auch wirklich tolle Neuigkeiten. Denn dieser Primer kommt gänzlich ohne Niacinamid aus. Und ich habe mir überlegt, dass ich eben diesen Primer heute in der korrekten Menge auf mein Gesicht auftragen werde, denn ich habe die große Hoffnung, dass dieses Produkt in der korrekten Auftragsmenge gut auf der Haut performt und vielleicht fettet es auch mal nicht, so wie es versprochen wird, und vielleicht ist diese Formulierung so gut, dass wir Catrice dann am Ende dazu bringen können, dass diese Rezeptur in eine größere Packung gepackt wird und dass auch noch eine transparente Info zum UVA-Schutz gegeben wird und das Ganze vielleicht, ich weiß es nicht, als Tagescreme mit SPF 30 vermarktet wird. Aber ich will mich nicht zu früh freuen, ich will nicht zu sehr enttäuscht werden, deshalb trage ich das Ganze jetzt erstmal auf. Dann trage ich jetzt mal 1 Gramm von diesem Primer auf, der übrigens eher wie ein Fluid anmutet. Also ist relativ flüssig und dünn. Und dann hoffen wir mal inständig, dass das Produkt gut performt. Und so schaut der Primer in der korrekten Auftragsmenge direkt nach dem Auftrag aus. Aber ich zeige euch das Ganze auch noch mal nach 15 Minuten. A few minutes later. So schaut das Ganze circa 20 Minuten später aus. Ihr könnt mir ja mal gern in die Kommentare schreiben, wie ihr das Finish findet. Ich persönlich empfinde es schon als sehr glowy und ich finde auch, dass sich kleine Krümelchen gebildet haben. Und wenn man bedenkt, dass das ein Primer sein soll, klar, ist immer fraglich, ob Menschen solche Produkte in der korrekten Menge auftragen. Aber ich finde, das Ganze krümelt so ein bisschen runter, wenn ich mit den Fingern über meine Haut drüber fahre. Das heißt, ich würde mich jetzt auch definitiv nicht wohl damit fühlen, Make-up drüber aufzutragen. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen zu früh gefreut, was diese Formulierung angeht, denn es bilden sich schon ziemlich krasse Krümel aus, wenn ich hier mit meinen Fingern drüber gehe, und ich habe davor nichts mit meiner Haut gemacht. Ich habe keine Hautpflege drunter aufgetragen, aber ja, das ist schon wieder Krümelmonster-Alarm hier. Ach ja, mal wieder hier Würstchenparty. Wie schade, wie schade. Es ist wirklich schade und ich hätte mir so sehr ein anderes Ergebnis erhofft, aber der neue Hydrate und SPF Primer von Catrice wird kein Favorit von mir werden. Das kann ich jetzt schon vom ersten Eindruck sagen, und dieser Primer mit Sonnenschutzfaktor wird auch meine heißgeliebte Sonnencreme von SkinChonsa nicht vom Thron stoßen können, denn diese Sonnencreme sieht wunderschön auf meiner fettarmen Haut aus. Sie ist auch wirklich toll als Make-up-Grundlage geeignet, lässt sich ohne Probleme
in der benötigten Menge auftragen, wurstelt und krümelt absolut nicht rum, zumindest nicht auf meiner Haut. Und bei dem Primer kann es natürlich sein, dass er in einer geringeren Auftragsmenge besser aussieht, aber eins ist gewiss, dann erhält man natürlich den Sonnenschutzfaktor, der auf der Verpackung angegeben wird, nicht, sondern das Ganze reduziert sich. Von daher weiß ich nicht genau, ob dieses Produkt unbedingt seinen Zweck erfüllt, denn ich finde, dass der Primer sich auch ja so ein bisschen wie eine handelsübliche Sonnencreme anfühlt und glänzt halt auch relativ arg, zumindest in der korrekten Auftragsmenge. Das heißt, es ist fraglich, wie Menschen mit öliger Haut den Primer finden werden. Wenn man aber eine Sonnencreme am Start hat oder ein Produkt mit integriertem UV-Schutz, das man in der benötigten Menge ohne Probleme auftragen kann und das auch wunderbar als Make-up-Grundlage funktioniert, dann kann man auf den neuen Primer von Catrice auf jeden Fall verzichten. Auch wenn das Ergebnis für mich persönlich ein kleines bisschen enttäuschend war, hoffe ich natürlich dennoch, dass das Video euch irgendwie weitergeholfen hat und würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen oder wenn ihr das Video teilen würdet, und schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr von Primern mit integriertem Sonnenschutzfaktor haltet, und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!